So, die Aufzeichnung läuft. Sagst du noch was, Blanca? Bitte? Sagst du noch was? Ich sag noch was. Ich sag herzlich, ich musste gerade mal tief Luft holen, weil ich mich so freue über die ganzen kleinen Bildchen mit den Gesichtern drauf, den erwartungsvollen. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, dass so viel Interesse ist, dass sich so viele angemeldet haben. Zum Buch beziehungsweise zum Kapitel aus dem Buch jetzt habe ich es vergessen. The Lightness of Choosing You. Of Choosing for You. Okay, ich wollte es mir nochmal angucken. Genau. Und jedenfalls weiß ich ganz genau, dass Greg Bryers ein Kapitel dazu in dem Buch geschrieben hat, und zwar Kapitel 7. Und dass Gabriele Liesenfeld, seine entzückende Frau, uns daraus heute vorliest, beziehungsweise das Kapitel liest. Und wir sind schon alle sehr gespannt, was da wohl drin steht. Ich auch. Und ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe mir gedacht, ich hebe mir das für heute Abend auf und dann kann ich genauso drauf reagieren wie ihr. Also ich bin wahrscheinlich mit O und A. Ja, O-A. So, ich bin echt eine schlechte Ehefrau. Ich habe das noch nicht gelesen, was mein Mann geschrieben hat. Aber wahrscheinlich kenne ich seine ganzen Geschichten schon. Okay. So, gut, dann übergebe ich jetzt an dich, Gabi, ja? Okay, danke. So, ich fange einfach an. All is well, I think. Alles ist gut, denke ich mal. Someone once said to me that we live two lives, the one in front of people and the other behind the mask. Jemand hat mal zu mir gesagt, wir leben zwei Leben, eines für die Leute und eines hinter der Maske. Edgar Allan Poe put it this way: amazing that man is only himself behind the mask. Edgar Allan Poe hat es so ausgedrückt: erstaunlich, dass der Mensch nur hinter der Maske er selbst ist. It seems that most of my life I have lived wearing a mask of being happy and fun-loving and joy. Es scheint, als hätte ich die meiste Zeit meines Lebens hinter einer Maske gelebt, der eines glücklichen Mannes, der Spaß und Freude liebt. We are all really good at pretending, aren't we? Wir sind alle ziemlich gut im Vortäuschen, oder? So, as would be normal for many my age and from around the same country, I grew up in a rather unhappy home. So wie es normal ist für viele meines Alters und aus der gleichen Gegend, bin ich in einem ziemlich unglücklichen Zuhause aufgewachsen. At 6, my mother was beaten in front of us and dumped somewhere by our father. Als ich 6 Jahre alt war, wurde meine Mutter vor unseren Augen von meinem Vater zusammengeschlagen und irgendwo draußen in der Pampa einfach liegen gelassen. When we moved to another town to live, the lady that came with us to be our carer, I was 6.5 years old and the oldest of 4, she was only 16 or 17 years old. Wir sind dann in eine andere Stadt gezogen und die Dame, die mit uns kam, um für uns zu sorgen, war 16 oder 17 Jahre alt. Ich war damals 6,5 und der älteste von 4 Kindern. When we saw our father on weekends as he worked away, we would invariably be punished for some misdemeanor we had already forgotten about. Wenn wir unseren Vater am Wochenende gesehen haben, der hat woanders gearbeitet, wurden wir unweigerlich bestraft für irgendein Fehlverhalten, das wir bereits vergessen hatten. Our father was a charming man and would soon have another girlfriend, and so the cycle continued. Unser Vater war ein sehr charmanter Mann und hatte bald eine neue Freundin, so dass der ganze Kreislauf von vorn begann. Our grandmother came to look after us, and this gave us a little respite, but not a great deal changed. Unsere Großmutter kam, um für uns zu sorgen, und das hat uns eine kleine Atempause verschafft. Aber es hat sich nicht wirklich viel verändert. At 8 years old, I ran away from home to go find my mother in my hometown. Als ich 8 Jahre alt war, bin ich von zu Hause weggelaufen, um meine Mutter in meiner Heimatstadt zu finden. This consisted of catching a train from one town and traveling for 7 hours, getting off the train, prepared to walk the 7 miles to where I believed my mom was.
Das beinhaltete, dass ich einen Zug erwischen musste von einem Ort und dann 7 Stunden mit diesem Zug fahren musste, dann von diesem Zug aussteigen musste und noch 7 Meilen laufen musste zu dem Ort, von dem ich glaubte, dass meine Mutter dort war. Fortune would have it that the mail bus was there to pick up the mail from the train, and the driver recognized me and took me to Mom, who in fear rang my father and promised to bring me back as soon as she could arrange tickets on the next southbound train. Ich hatte Glück und der Fahrer des Postbusses, der zum Zug kam, um die Post abzuholen, erkannte mich wieder und brachte mich zu meiner Mutter, die in vollkommener Panik meinen Vater angerufen hatte und versprach, mich so bald wie möglich auf den nächsten Zug Richtung Süden zu setzen, sobald sie in der Lage war, die Tickets zu bekommen. It is interesting that the police, who had been also searching for me, never asked where I had gone. Es ist interessant, dass die Polizei, die auch nach mir gesucht hatte, niemals gefragt hat, wohin ich eigentlich wollte. Nor why. Oder warum ich eigentlich weggelaufen bin. Life didn't get better and only got more difficult when my sisters reached puberty and beyond. But that's another story for another person to tell. Das Leben ist nicht besser geworden, sondern nur schwieriger, vor allen Dingen als meine Schwestern in die Pubertät kamen und noch älter wurden. Aber das ist eine andere Geschichte, die jemand anders erzählen soll. So, why am I telling you all this? Warum erzähle ich euch das alles? It's simple, really. We all have a story. Es ist wirklich einfach. Wir alle haben eine Geschichte. In one way or another, we have a tale to tell. Auf die eine oder andere Weise haben wir eine Geschichte zu erzählen. Some will be of hardship and pain, others of ease, and even a simply blessed life. Einige Geschichten werden von Mühsal und einem harten Leben erzählen und von Schmerz, andere von Leichtigkeit und einige sogar von einem einfach gesegneten Leben. We can use these to either move us forward or as excuses to stay stuck in the quagmire we call living, like I did for a while. Wir können diese Geschichten benutzen, um uns entweder vorwärts zu bringen, oder wir können sie benutzen als Entschuldigungen, um in der Tretmühle stecken zu bleiben, die wir Leben nennen. Wie ich das getan habe, eine Weile lang. Life kept rolling on and eventually I married and became the father of 4 children, all of whom I consider it a privilege to know as beings that walk this planet. Das Leben ging weiter und schließlich habe ich geheiratet und wurde der Vater von 4 Kindern. Und all diese 4 Kinder betrachte ich als ein Privileg. Ich betrachte es als Privileg, sie zu kennen, als Wesen, die auf diesem Planeten gehen. I admire them for many things, including their tolerance of me. Ich bewundere sie für viele Sachen, inklusive ihrer Toleranz, die sie mir gegenüber gezeigt haben. All the while I am happy, joyful, and so willing to rush around trying to please others, while quietly wishing someone would help me, even when I said I was fine. Und die ganze Zeit war ich glücklich, voller Freude und so gewillt, überall herumzurennen, in dem Versuch, allen anderen zu gefallen, während ich im Stillen gewünscht habe, dass irgendwer mir helfen würde. Sogar wenn ich gesagt habe, dass es mir gut ging. Like most guys I knew, I worked hard to put money in the bank and food on the table. Wie die meisten Typen, die ich gekannt habe, habe ich hart für mein Geld gearbeitet und hart dafür gearbeitet, das Essen auf den Tisch zu bringen. This was a hardship at times, as I waited between jobs as a builder, but we survived. Das war manchmal ziemlich hart, weil ich auf dem Bau gearbeitet habe und immer wieder Pausen hatte zwischen einzelnen Jobs. Aber wir haben überlebt. A stroke of luck. Ein Glücksschlag. At 33, I had just completed a bachelor's degree at the local university and was in the process of completing my master's degree in science when I had a stroke. Mit 33 hatte ich gerade mein
Bachelorabschluss an der Universität gemacht und war gerade dabei, meinen Doktor in den Wissenschaften zu schreiben, als ich einen Schlaganfall hatte. This left me with issues around short-term memory. I couldn't remember my name if someone should ask me, and actually lost my speech, which returned slowly with an interesting accent. Das hat dazu geführt, dass ich Probleme mit meinem Kurzzeitgedächtnis hatte. Ich konnte mich an meinen Namen nicht mehr erinnern, wenn jemand mich danach gefragt hat. Und tatsächlich habe ich vollkommen meine Sprache verloren, die dann irgendwann wieder zurückgekommen ist, allerdings mit einem sehr interessanten Akzent. By the time I had completed my master's degree, I had had 2 more strokes and was becoming a liability to the School of Science. So, zu der Zeit, als ich dann endlich meine Masterarbeit, meine Abschlussarbeit geschrieben hatte, hatte ich noch 2 Schlaganfälle und war ein Rechtsfall für die Universität, an der ich studiert habe. Since study gave me a reason to wake up each day, I enrolled in some papers in the geography department of the School of Social Science. Nachdem mir meine Studien einen Grund dafür gegeben haben, jeden Morgen tatsächlich aufzuwachen, habe ich mich engagiert oder habe ich mitgeschrieben, mich eingeschrieben in einigen Kursen in der Geografieabteilung der Schule der sozialen Wissenschaften. I was still larger than life and a happy, joy type of fellow with my ass parked in my wheelchair. Ich war immer noch größer als das Leben selbst und ein glücklicher, wunderbar fröhlicher Typ mit meinem Hintern, der mittlerweile in einem Rollstuhl geparkt war. Then it happened. Yes, you may have guessed it. The mask fell off. Und dann ist es passiert. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Die Maske ist gefallen. I was racing through the department in my wheelchair and came across the head of geography's secretary. Ich bin gerade mit meinem Rollstuhl durch die Abteilung in der Uni gerast und bin mit dem Vorsitzenden der geografischen Abteilung zusammengestoßen. She stopped me and asked how I was. Sie hat mich aufgehalten und hat mich gefragt, wie es mir geht. I went from 100 million miles an hour and laughing to dead, stop and sobbing like a baby in a split second. Und in diesem Augenblick bin ich von diesem lustigen Typ, der sich kaputt gelacht hat, zu diesem Baby geworden, das einfach nur vor sich hingeschluchzt hat. In her wisdom, she decided I needed to get help, and so took me to the medical center on campus and arranged for some counseling. Sie war weise genug, dass sie beschlossen hat, dass ich Hilfe brauche und brachte mich in das medizinische Zentrum am Campus und hat für mich eine Beratung organisiert. Something shifted that day as 2 things happened. Etwas hat sich an diesem Tag verändert, nachdem 2 Dinge geschehen sind. I acknowledged how unhappy I had become, and I learned that day I had choices I hadn't even considered possible. Ich habe anerkannt, wie unglücklich ich geworden war. Und ich habe gelernt an diesem Tag, dass ich Wahlen hatte, die ich noch nicht einmal in Betracht gezogen hatte. Since then, I have begun to make more and more choices for me, and not based on what others think is right or good for me. Seitdem habe ich angefangen, mehr und mehr Wahlen für mich zu treffen, die nicht auf dem basieren, wovon andere glauben, dass es richtig oder gut für mich ist. This has upset a few and gained the smiles of others who could see the changes in me. Das hat einige Leute ziemlich aufgebracht und hat ein Lächeln auf die Gesichter von anderen gebracht, die tatsächlich die Veränderungen in mir sehen konnten. I know that although my children were upset that I separated from their mother, they were actually relieved not to have this grumpy-ass person living in their home. Ich weiß, dass sogar meine Kinder, obwohl sie wütend darüber waren, dass ich mich von ihrer Mutter getrennt habe, tatsächlich erleichtert waren, nicht mehr diesen mürrischen Typen in ihrem Haus zu haben. We now get on very well, considering
enough said on that. Jetzt kommen wir ganz gut miteinander zurecht, wenn man alles das bedenkt, was geschehen ist. Aber genug davon. It was at this point in my life I discovered that choice creates. An diesem Punkt in meinem Leben habe ich entdeckt, dass Wahl kreiert. That I have choice and that it is really okay to choose for me and my happiness. Dass ich tatsächlich Wahl habe und dass es wirklich okay für mich ist, für mich zu wählen und für mein Glück. As this happened, I also began to recover. Und als das geschehen war, habe ich auch begonnen, mich zu erholen, gesund zu werden. You know, walk without fear of embarrassing anyone, as I fell over sometimes. I even stopped falling over. Ihr wisst schon, ohne Angst davor, irgendjemanden in Verlegenheit zu bringen, zu laufen, weil ich beim Laufen ab und zu umgefallen bin. Und dann habe ich sogar aufgehört, umzufallen. My speech improved and I became more self-confident. Meine Sprache hat sich wieder verbessert und ich wurde selbstbewusster. I trained to become a massage therapist. Und dann habe ich eine Massageausbildung angefangen. As a result of this and receiving so much therapy, my body improved even more. Und als Ergebnis davon und weil ich so viel Therapie selbst bekommen habe, hat sich mein Körper sogar noch mehr verbessert. Something important here. Und hier etwas Wichtiges. The value of a simple question. Der Wert einer einfachen Frage. I had been staying at a rehabilitation unit in Auckland, New Zealand, and there was this amazing young lady, Susie, working there as the rehab lady. Ich war in diesem Rehabilitationszentrum in Auckland, Neuseeland, und da war diese wunderbare junge Dame, Susie, die dort gearbeitet hat in der Therapie. She taught me to stop. Sie hat mir beigebracht, aufzuhören. And listen to my body. Und auf meinen Körper zu hören. How? You say and ask. Wie? Du sagst es und fragst es. Confession time, an explanation. I had been staying at the center when I had my third stroke. Susie was in the process of carrying out an assessment on me and my body when I had the stroke. So, Beichtzeit und Erklärung. Ich war in diesem Zentrum, wo ich dann meinen dritten Schlaganfall hatte. Susie hat gerade eine Untersuchung an mir angestellt und an meinem Körper, als ich diesen Schlaganfall hatte. It was very upsetting for her. Das hat sie natürlich furchtbar aufgeregt. I was oblivious and heading to unconsciousness. Ich habe nichts davon mitbekommen und war gerade auf dem Weg, total bewusstlos zu werden. And so she decided that this would not happen again. Und also hat sie beschlossen, dass sowas ab jetzt nicht mehr vorkommt. Not on her shift. Not in her gymnasium. Nicht in ihrer Schicht. Nicht in ihrem Fitnessstudio. I would go to the gymnasium there and ask to play on the machines. She would ask me, how are you? And of course I would say, good, good, good. Not thinking and on automatic response. Ich bin immer zu ihr in dieses Studio gegangen, wo sie mit Leuten gearbeitet hat und wollte gern an den Maschinen arbeiten. So, dann hat sie mich gefragt, wie geht's dir? Und natürlich habe ich immer gesagt, gut, gut, gut. Nicht gedacht. Und ich war einfach nur auf diesem Autopiloten. She would then tell me to go lay down on one of the mats for 10 minutes. Dann, wenn sie das gemacht hat, hat sie immer gesagt, leg dich für 10 Minuten auf die Matten. Und dann, nach diesen 10 Minuten, darfst du an die Maschinen. I soon learned that if I answered, good, 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 I would be told to go lay down for 10 minutes. Ich habe ziemlich schnell gelernt, dass immer, wenn ich geantwortet habe, gut, 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 hat man mir gesagt, ich muss mich 10 Minuten auf die Matten legen. So, wenn ich schlau war und gesagt habe, so if I was smart and said, yeah, I'm okay, I would get another 10 minutes before going back to my room for a rest. So, als wenn ich schlau war und gesagt hatte, ja, mir geht's gut, habe ich nochmal 10 Minuten bekommen, bevor ich mich in mein Zimmer für eine Pause zurückziehen musste. This amazing lady taught me the most important thing I have learned
with regard to me and my body. Diese wunderbare Frau hat mich das Wichtigste gelehrt, das ich jemals gelernt habe in Bezug auf mich und meinen Körper. Stop and listen to what it's telling you. It will save your life. Stop und hör zu, was der Körper dir sagt. Das wird dein Leben retten. It was from this point on that my body and my health began to improve. How amazing! Von diesem Moment an hat sich mein Körper verbessert, meine Gesundheit ebenso. Wie wunderbar ist das? Wow! The simple act of stopping, observing and listening to my body made such an amazing difference to my ability to function and recover. Wow! Diese einfache Art des Stop, des Beobachtens und meinem Körper zuzuhören, hat so einen unglaublichen Unterschied in meiner Fähigkeit kreiert, zu funktionieren und mich zu erholen. I no longer pushed myself till I fell over or ended up back in hospital. Ich habe mich selber nicht mehr länger gepusht, bis ich umgefallen bin oder wieder im Krankenhaus gelandet bin. I even taught myself to recognize when I was hungry or thirsty. Ich habe mir sogar selbst wieder beigebracht, zu erkennen, wenn ich hungrig oder durstig war. Things definitely got better after that too. Danach sind die Dinge wirklich besser geworden. It didn't happen yesterday or the day after, but recovery happened. Es ist nicht gleich gestern passiert oder am Tag danach, aber diese Gesundung ist tatsächlich passiert. I spent 5.5 years in my wheelchair, and after that, I only sat in it to remind me of how far I have come and how unconscious I had been. Ich habe 5,5 Jahre in meinem Rollstuhl verbracht und danach habe ich mich nur noch reingesetzt, um mich daran zu erinnern, wie weit ich schon gekommen bin und wie unbewusst ich gewesen war. I was invited to train as a massage therapist by a cousin of mine. Dann wurde ich eingeladen, als eine Ausbildung als Massagetherapeut bei einer meiner Cousinen zu machen. I already had a great respect for what massage could do for bodies, as this had been my main tool for waking my body back up. Ich hatte bereits einen riesen Respekt dafür, was Massage mit Körpern machen kann, weil das mein hauptsächliches Werkzeug gewesen war, um meinen Körper wieder aufzuwecken. When I first started there at the School of Massage, I was still in the chair. Als ich mit der Ausbildung an dieser Massageschule begonnen hatte, war ich immer noch in meinem Rollstuhl. The classroom was on the first floor and no lift, so I had to climb 3 flights of stairs to get there. Der Kursraum war im 1. Stock und es gab keinen Aufzug, also musste ich 3 Treppen hochsteigen, um dorthin zu gelangen. Initially, it took me 10 minutes to recover from the climb and so stayed in the classroom area all day without leaving. Am Anfang habe ich immer 10 Minuten gebraucht, um mich von diesem Aufstieg zu erholen. Und so habe ich das nicht nochmal riskiert und bin den ganzen Tag in diesem Kursraum geblieben. By the end of the class, 18 months later, I could grab my bags and run up the stairs. Am Ende des Kurses, 18 Monate später, konnte ich meine Tasche in die Hand nehmen und die Treppen hinaufrennen. Receiving at least 4 massages a week woke my body up and reconnected my brain with the muscles and nerves. Ich habe mindestens 4 Massagen in der Woche bekommen. Das hat meinen Körper aufgeweckt und hat mein Gehirn wieder mit den Muskeln und Nerven in meinem Körper verbunden. Most importantly, my awareness of my body also deepened. Und am allerwichtigsten, das Gewahrsein für meinen Körper hat sich sehr vertieft. I often reflect back on this part of my learning with deep gratitude. Ich denke sehr, sehr oft an diesen Teil meiner Lektionen mit großer, tiefer Dankbarkeit. I tell people that the strokes were a huge gift for me, as I got me, eventually. Ich erzähle den Leuten, dass die Schlaganfälle für mich ein Riesengeschenk waren, weil ich mich bekommen habe. Endlich. Everybody that I worked with since then has taught me more about bodies and the beings within. Jeder Körper, an dem ich seitdem gearbeitet habe,
hat mich mehr über Körper gelehrt und über die Wesen darin. My allowance and gratitude for the body in front of me has grown as well. Sorry. Meine Erlaubnis und meine Dankbarkeit für den Körper vor mir ist ebenso gewachsen. As this happened, I have found that my awareness of what's going on with the being as well as the body has also grown. It's like the body is willing to tell me more. Als dies geschah, habe ich herausgefunden, dass mein Gewahrsein dessen, was mit dem Wesen los ist, genauso wie dem Körper, ebenso gewachsen ist. Es ist, als wäre der Körper so gewillt, mir mehr zu erzählen. As a side effect of all this, my awareness of and allowance for my own body has also grown deeper. Und als Nebeneffekt all dessen ist mein Gewahrsein und meine Erlaubnis für meinen Körper ebenso tiefer geworden. Awareness is a funny thing. Gewahrsein ist eine lustige Sache. So, here is a question for you. Also, hier ist eine Frage für euch. Where have you denied your knowing and awareness to fit in with others around you, so that you don't seem different or make others feel uncomfortable around you? Is it working for you? So, wo habt ihr euer Wissen und euer Gewahrsein verleugnet, um zu anderen um euch herum zu passen, damit ihr nicht anders erscheint oder damit ihr nicht andere sich unwohl fühlen lasst? Und funktioniert das für euch? Oh, another question. Is that refusal to acknowledge you and your awareness working for you in a way that is nurturing, honoring, or kind to you? Didn't think so. Oh, und noch eine andere Frage. Ist diese Weigerung, euch anzuerkennen und euer Gewahrsein, ist das was für euch funktioniert? Auf eine Art und Weise, die nährend ist für euch? Die respektvoll ist euch gegenüber oder freundlich euch gegenüber? Ich denke nicht. Oops, another question. Would you be willing to change that? Really? Then choose it. Really? Choose. Ups, und noch eine Frage. Werdet ihr gewillt, es zu verändern? Wirklich? Dann wählt es. Wählt es wirklich. Choosing. While working on my body to gain recovery, I observed many people saying that they would love to get well and enjoy good health. Wählen. Während ich an meinem Körper gearbeitet habe, um wieder gesund zu werden, habe ich sehr viele Leute gekannt, die gesagt haben, dass sie so gerne wieder gesund wären und wirklich ihre Gesundheit genießen wollen. Their actions, so to speak, said otherwise. Aber ihre Taten, sozusagen, haben anderes erzählt. They could or would not change anything in their lives to create the changes required to enjoy the wellness they were wishing for. Sie konnten oder wollten nichts in ihrem Leben verändern, um diese Veränderungen zu kreieren, die erforderlich sind, um tatsächlich gesund zu sein, diese Gesundheit, die sie sich gewünscht haben. Choice and choosing requires an action of some kind. Wahlen und Wählen bedürfen einer Tat, einer Aktion, irgendeiner Art. Gary Douglas, founder of Access Consciousness, uses the example of a girl who decided to be a prostitute. Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, verwendet das Beispiel eines Mädchens, das beschlossen hat, eine Prostituierte zu werden. She could sit at home and hope people come to her, or she could do an action such as to put an ad in the paper or a red light out front of her house. Sie konnte zu Hause sitzen und darauf hoffen, dass irgendwelche Leute zu ihr kommen. Oder sie hätte irgendetwas unternehmen können, zum Beispiel eine Werbung schalten oder zumindest ein rotes Licht vor ihr Haus platzieren. I chose to get out of my wheelchair and I first had to look at what put me there first. Ouch. So, ich habe gewählt, aus meinem Rollstuhl herauszukommen, aber ich musste mir erst einmal anschauen, was mich
zuerst einmal überhaupt dahin gebracht hat. Ouch. First, I had to acknowledge that I had actually decided it was easier to die than change my life. Zuerst einmal musste ich anerkennen, dass ich tatsächlich beschlossen hatte, dass es leichter war zu sterben, als mein Leben zu verändern. Then I had to start changing my life, which I did. Dann musste ich damit beginnen, mein Leben zu verändern, was ich getan habe. I also had to decide that it was fun to live and what I would enjoy living. I have and do enjoy life and living and being. Ich musste auch entscheiden, dass es Spaß macht zu leben und dass es mir Spaß machen würde zu leben. Und ich habe es genossen zu leben und ich tue das noch immer, zu leben und zu sein. Don't get me wrong, versteht mich nicht falsch. I didn't just wake up and boom, I had changed immediately. Ich bin nicht einfach aufgewacht und boom, alles hatte sich verändert. No, it took me a little time and then lots of actions and more choosing along the way. Nein, es hat einige Zeit gedauert und dann hat es mehrere Taten bedurft und mehr Wahlen auf dem Weg. So my message, meine Botschaft. When you live from a space of total allowance for you and your body, and you have gratitude for not only your body, but everything around you, you can start to create the magic that will change everything. Everything. Wenn du von einem Raum von totaler Erlaubnis für dich und deinen Körper aus lebst und du Dankbarkeit nicht nur für deinen Körper hast, aber für alles um dich herum, dann kannst du beginnen, die Magie zu kreieren, die alles verändern wird. Alles. You will change the life you live in to a life that you be. Du wirst das Leben verändern von dem Leben, in dem du lebst, in das Leben, das du bist. You become all of the things you know you are and can be. Du wirst all die Dinge, von denen du weißt, dass du sie bist und sein kannst. Your body will still let you know others around are unwell, but you recognize the symptoms as not real or yours. And so you don't get to lock them into your body, desperately trying to find a reason for the intensity you feel. Dein Körper wird dich immer noch wissen lassen, wenn es anderen um dich herum nicht gut geht. Aber du wirst die Symptome als nicht real erkennen oder als nicht deine. Und so musst du sie nicht in deinen Körper einschließen, indem du verzweifelt versuchst, einen Grund für die Intensität zu finden, die du spürst. You will even find you, just don't get sick. Du wirst sogar herausfinden, dass du einfach nicht mehr krank wirst. Sure, you may get a cough or a sneeze, but they just won't knock you out or drive you to bed, unless you choose it. Natürlich wirst du ab und zu nochmal einen Husten bekommen oder einen Schnupfen, aber die werden dich nicht umhauen oder ins Bett bringen. Außer natürlich, du willst es. Something else changes also. Und etwas anderes verändert sich auch noch. Relationships change. Beziehungen verändern sich. Yes, it's true. Even your relationship with you changes. Ja, es ist wahr. Sogar deine Beziehung mit dir verändert sich. It changes how you be with you and with others and even with money. Es verändert, wie du mit dir bist und mit anderen und sogar mit Geld. As you become aware of all the things you would choose and you start to choose them, life begins to be fun. Wenn du dir all der Dinge gewahr wirst, die du gewählt hast, und wenn du beginnst, sie weiter zu wählen, dann beginnt das Leben Spaß zu machen. As life begins to be fun, joy, that elusive pleasure of life, appears and becomes more in your life and body. Und wenn das Leben anfängt, Spaß zu machen, dann erscheint Freude. Dieses überschwängliche Vergnügen des Lebens, diese Freude erscheint und wird mehr in deinem Leben und in deinem Körper. As joy grows within, it starts to show outwardly as your body reflects what's within and you become the invitation to more. Und wenn die Freude im Inneren wächst, dann beginnt sich das im Außen zu zeigen. Denn euer Körper, dein Körper, reflektiert, was im Innen ist. Und dann werdet ihr die Einladung für mehr. More joy, different friends, more choices
and money starts to flow in ways you couldn't imagine possible before, possibly because you're now more willing to receive it. Mehr Freude, neue Freunde, mehr Wahlen und Geld beginnt in dein Leben zu fließen auf eine Art und Weise, die du dir vorher niemals als möglich hättest vorstellen können. Wahrscheinlich, weil du jetzt mehr gewillt bist, das alles zu empfangen. How do I know this? It happened to me in my life. Und woher weiß ich das? Es ist mir geschehen in meinem Leben. I have the ability to work all day standing or sitting, facilitating classes, in classes I only dreamed of. So, ich habe die Fähigkeit, den ganzen Tag zu arbeiten, im Stehen oder im Sitzen, Kurse zu facilitieren, und zwar Kurse, von denen ich nicht einmal geträumt habe früher. I get to see joy and gratitude on the faces of those who attend the classes, and I get to acknowledge a greater joy and gratitude within. Ich sehe die Freude und Dankbarkeit auf den Gesichtern derjenigen, die in diesen Kursen sind. Und ich kann eine großartigere Freude und Dankbarkeit in mir selbst anerkennen. This increased joy has had an effect on my health and my well-being as I continue to change and become more of me and who I can be. Diese gesteigerte Freude hatte eine Wirkung auf meine Gesundheit und auf mein Wohlsein, während ich immer weiter mache mit der Veränderung und damit mehr von mir zu sein und zu werden und mehr von dem, was ich sein kann. One last thing I desire you all to know and understand. We are only scratching the surface of what is possible with energy and healing as well as with our body's ability to heal. Eine letzte Sache, von der ich mir wünsche, dass ihr sie alle wisst und versteht. Wir kratzen nur an der Oberfläche dessen, was möglich ist mit Energie und Heilung. Genauso mit dem, wozu unser Körper in der Lage ist, um sich zu heilen. I invite you to come along and explore possibilities around choice and choosing for you. Ich lade euch dazu ein, mitzumachen und mehr Möglichkeiten in Bezug auf Wahl und für euch zu wählen, zu erforschen. Always, when you come to a roadblock, ask, what else is possible? And choose something different. Immer, wenn ihr an irgendeine Barriere kommt, fragt, was ist sonst noch möglich? Und wählt etwas anderes. Das war's. So, ich brauche eigentlich ein Taschentuch. Ich hole mir kurz ein Taschentuch. Moment. I just get a hanky. I'm allowed to talk to Blanca. Hello, Blanca. Hello, Greg. Wow. Sorry, wie unprofessionell von mir. It sounds quite different when somebody reads it and is thinking, wow, I'd like to meet this person. Er hat gesagt, war cool, dem zuzuhören. Er hat sich gedacht, oh, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen. And Olivera says, no, another chapter, please. This is the only chapter in that book, but Greg is writing a whole book by himself. So yeah, we're waiting for that. Also die Olivera wollte noch ein Kapitel, aber leider gibt es nur dieses Kapitel aus diesem Buch. Aber der Greg schreibt gerade an einem ganzen richtigen Buch und das werden wir dann sicher auch vorlesen. Ja. Yeah. It's difficult to write something like that without going wow, 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 and sounding like an ambulance. And sounding like what? A ambulance. Ambulance? What's that? Yeah, there's an ambulance that's crying. Oh, es ist schwer, sowas zu schreiben, ohne nicht die ganze Zeit sozusagen weinerlich zu sein. Genau. So, liebe Leute, gibt's Fragen oder wollt ihr was sagen oder noch was hören, noch mehr hören? So, are there any questions or you want to say something or hear more from Greg? Just thank you for sharing your life with us, Greg. Und Gabi, danke herzlich fürs Übersetzen. Ja. Ja, it goes deep.
Ja, einfach Yeah. danke, dass du dein Leben mit uns teilst und danke, Gabi, fürs Übersetzen. Und ja, das geht tief. And it's so inviting to go this way. Und es ist so einladend, diesen Weg zu gehen. Ja. Yeah. It's taken me a long time. I've written and thrown away and written and thrown away and not like me and thrown away. Ja, so ich habe lange dran rumgeschrieben, immer wieder einen Entwurf weggeschmissen. Und so what was it that made it hard for you to write it? Was war das, das es schwer für dich gemacht hat zu schreiben? Acknowledging really that it wasn't easy, but then seeing the choices. But just looking back on the old hurts and being able to let go. Es war einfach wirklich anerkennen, dass es nicht einfach war und die Wahlen, die ich getroffen habe und einfach sich zu erinnern an all die Dinge, die wehgetan haben, all die Verletzungen. I was nearly, Last sentence, und die loszulassen. Sorry, I forgot the most important part. yeah. I mean, for me, even like I was nearly 40 before I could actually look at my body would let my mind and body would let me look at the memory of my mother being beaten. Ja, also ich war erst 40, als ich tatsächlich, oder als mein Körper mir tatsächlich erlaubt hat, zurückzublicken auf diese Erinnerungen, als meine Mutter zusammengeschlagen wurde. That had been buried so deeply that anytime anybody got even anywhere near it, I would fit and black out and my body would hurt. Ja, das waren einfach Erinnerungen, die so tief vergraben waren, dass jedes Mal, wenn irgendjemand auch nur in die Nähe dieser Erinnerungen kam, ich sozusagen ausgecheckt bin und mein Körper begonnen hat zu schmerzen. So writing has been such a healing thing for me. It's been such a healing process, but it's taken a long time. Also das Schreiben war wirklich ein sehr, sehr heilsamer Prozess für mich, aber er hat einige Zeit gedauert. And we all ask for change and we demand change of ourselves, and then we get impatient because it didn't happen yesterday. Ja, und wir alle fragen doch nach Veränderungen für uns selbst. Und dann werden wir ungeduldig, weil es nicht gestern schon passiert ist. Sometimes those changes, to get them, we have to undo a lot of deep hurt and make some big changes in our being. Ja, so oft, um wirklich diese Veränderung zu haben, müssen wir uns wirklich Verletzungen anschauen, die tief vergraben sind und müssen etwas verändern in uns und unserem Wesen. And we have to actually be kind to ourselves Wir and müssen, kind to our bodies. wir müssen tatsächlich beginnen, freundlich zu uns zu sein und freundlich zu unserem Körper. And sometimes even kind to the people around us. Und manchmal sogar freundlich zu den Leuten um uns herum. And then just acknowledge the magic that you already are. Und dann einfach die Magie anerkennen. Einfach die Magie anerkennen, die ihr bereits seid. But now this sentence, acknowledging, it has a totally different meaning after one really gets to know you and know the story behind it. And this is a totally different scope other than the acknowledgement we usually hear about. Oh, yeah. I think sometimes it's a little superficial. Ja. Kannst du es bitte noch auf Deutsch sagen, Uli? Das Wort Anerkennung, das Greg jetzt gerade verlauten ließ, kriegt jetzt für mich oder ich denke mal für viele von uns eine ganz andere Wertigkeit und Bedeutung. In diesem Zusammenhang, wenn man seinen Hintergrund kennt, seine Geschichte kennt, was mit ihm geschehen ist, kennt und wie er sich zurückgekämpft hat, kennt, als wie man hört ja, erkenne dich an oder erkenne dein Sein. Das hat jetzt so eine ganz andere Wertigkeit. Und es ist echt schön. Und ich bin tief dankbar für diesen Beitrag. Da sieht man mal wirklich, wie tief es auch wirklich gehen kann, ja. Ja. And Greg, you just said sometimes it's superficial, right? Yeah. Ja, und manchmal ist es oberflächlich, ja. And nothing's wrong with that. No, We it's just all where like we on are. our path, right? Und nichts Ja. verkehrt daran, auch wenn es vielleicht nur oberflächlich ist, wenn wir es zumindest versuchen, uns anzuerkennen, zu üben. Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Sometimes looking deeply hurts. Manchmal tut es weh, tief hinunterzuschauen, Literally. buchstäblich.
Mm. Yeah. And so in the first paragraph or something, somewhere, you said, so many people have also joyful stories, stories of ease, even of blessed lives. Yeah, yeah. And to acknowledge that we chose our path, not to be the victim. I think this is the greatest thing. Und am Anfang hat Greg ja geschrieben in dem Kapitel, ja, es sind nicht immer nur Geschichten, die Leute erzählen von schrecklichen Sachen, sondern manche Leute erzählen Geschichten ihres Lebens voller Leichtigkeit, sogar von einem gesegneten Leben. Und dann wirklich anzuerkennen, dass alles eine Wahl ist und man sich nicht zum Opfer macht, wenn man einen anderen Weg gewählt hat. I think this is such a biggie, to not to acknowledge it's a choice and not to be the victim. Ich glaube, das ist so ein Biggie, anerkennen, dass es eine Wahl ist und nicht, dass man das Opfer ist. Yeah, and it's when you can choose to let go, really let go. That's when you really will make the magic. That's when you start to be the magic for everybody around you. Ja, der Moment, wo ihr wirklich loslasst, all diese Geschichten loslasst, das ist der Moment, wo ihr zu der Magie für alle Leute um euch herum werdet. Because then you can start to create a future that's great, right? Absolutely. Dann könnt ihr beginnen, eine Zukunft zu kreieren, die großartig ist. Yeah, Ja, that's so different. das ist so anders. I look at me and my life and what I've chosen, and the angst that I've caused people around me with my choosing and the results. And then I look at my sisters who had the same upbringing and how they still choose to be stuck. So, wenn ich mir mein Leben anschaue, die Wahlen, die ich getroffen habe, die ja Angst und Schrecken kreiert haben, teilweise bei den Leuten, die mir nahestehen, und dann meine Schwestern ansehe, die genau so aufgewachsen sind wie ich und die immer noch genau in dem feststecken, wo sie halt sind. And I'm just filled with so much gratitude for me, for choosing to be more and choosing for me and choosing to create and choosing and choosing and choosing and choosing every day. Ja, und dann fühle ich einfach so viel Dankbarkeit für mich, dass ich mehr gewählt habe zu kreieren, mehr für mich gewählt habe und jeden Tag mehr wähle. You know, it doesn't come from just choosing once. Es kommt nicht, wenn man nur einmal wählt. It comes from waking up every morning and going, I'm changing this. Jeden Morgen. Es kommt davon, wenn man jeden Morgen aufwacht und sagt, das verändere ich jetzt. What do I need to do, be, or create to change this? Was muss ich tun, sein oder kreieren, um das zu verändern? And then just being open to it, waiting, listening, looking. Und sich dann dafür öffnen, darauf lauschen, schauen, wo es herkommt. And look, you know, I know that choosing for you changes you. Und ich weiß, dass es euch verändert, wenn ihr beginnt, für euch zu wählen. You know, the photo of me 4 years ago to photo of me even today, it's like, oh my God. Ja, wenn ich mir angucke, wie ich vor 4 Jahren auf dem Foto ausgeschaut habe und jetzt, oh mein Gott. You know, my children no longer complain that I'm overseas showing people how to be joyful because they've seen the changes in me. Meine Kinder beschweren sich mittlerweile nicht mehr, dass ich in Übersee bin, um Leute zu lehren, wie sie fröhlich sein können, weil sie sehen, wie ich mich verändert habe. They no longer make me wrong. They celebrate it. Sie machen mich jetzt nicht mehr dafür verkehrt, sondern feiern mich. But you know, I had to be prepared
to walk away from them Aber ich musste darauf vorbereitet sein, sie zu verlassen. and choose for me regardless. Ja, wenn ich für mich wählen wollte, ohne Rücksicht auf die Umstände. Just a choice. Ja, es ist einfach eine Wahl. And sometimes we just choose to not let go because the change in our minds would be just too much. Und manchmal wählen wir einfach tatsächlich nicht loszulassen, weil die Veränderung in unserem Gedanken, in unserem Geist, in unserer Vorstellung einfach viel zu viel wäre. And that's not wrong either. Ja, und das ist auch nicht verkehrt. Just a choice. It's just a choice, absolute. Einfach eine Wahl. Okay, gibt es noch Fragen? Are there any questions? Thank you, Rosemary. You Yeah. just put the truth in, I can't even read it. Ja. Oh, cool. Ich danke euch allen. Ja, danke Rosemarie, danke Ulrike, Sabine, Gabriele. Everybody, alles. Ja. Und ich mache mich nicht verkehrt dafür, dass ich geheult habe und ich weiß überhaupt nicht, warum eigentlich an der Stelle. Aber sowas, wenn es keine Tränen der Trauer gewesen wären, sondern Tränen der Dankbarkeit. And I don't make myself wrong for having cried, and I don't even know why. So, but what if it would not have been like the tears of sadness, but tears of gratitude? Ja. Okay. Gut, dann vielleicht sehen wir uns irgendwann mal demnächst live oder sonst wo. Danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Kapitel zu lesen und ja, was ist jetzt noch möglich? Just keep an eye out because there might be a live Zoom coming from my mountain. Oh ja. So, haltet die Augen offen. Es kann sein, wenn das Internet hinhaut, dass wir einen Live-Zoom machen von Gregs Berg in Neuseeland. Ja? Das würde uns sehr freuen, wenn wir das tun könnten. Also schauen wir mal. How much time difference do we have to New Zealand? 12 hours, exactly. Ja, Zeitunterschied sind 12 Stunden. Wir werden es dann wahrscheinlich in der Früh machen. We will try to make it kind to you. Yeah, in the morning. We do it in the morning so they can receive it in the evening. Yeah. Okay, cool. Gut, dann meine Lieben alle, habt einen wunderschönen Abend noch. Good night. Have a safe trip and come back home safe, huh? Thank We you. will. Enjoy yourself. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Gabi. Thank you all. Good. Bye-bye. Bye bye. Good night, John Boy.